Dieses Mal reisen wir nach Russland, besichtigen die Stadt Barnaul am Ob, freuen uns über die russische Gastfreundschaft, hängen mal wieder in einer Werkstatt ab und übernachten in einem historischen Viertel. Hi, wir sind Andi und Myri und mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. So, wir haben jetzt Mitte Juli. Wir werden jetzt das zweite Mal heute in Russland einreisen. Wir sind gut vorbereitet, denn die Russland-Einreise war bis jetzt die anspruchsvollste. Wir haben unsere Reisepässe mit den Visas präpariert und ein Importdokument. Dann haben wir was zu essen und zu trinken. Wichtig, falls es länger dauert. Wir haben schon Rubel umgetauscht und uns schon überlegt, wo wir hinter der Grenze eine Autoversicherung kaufen möchten und was brauchen wir noch? Eine SIM-Karte kriegen. Die sind nämlich in Russland für europäische Verhältnisse auch relativ günstig, haben wir gehört. Beim letzten Mal hatten wir eine eSIM. Das ist die Autoversicherung sehr teuer. Ausprobieren. Genau, dafür ist die Autoversicherung sehr teuer. Und jetzt sind wir 2 Stunden von der Grenze entfernt und machen uns auf den Weg. Hallo und Salam Alaikum aus dem wunderschönen Kasachstan, kurz vor der russischen Grenze. Ich wollte noch mal was zu den Stellplätzen in den Stan-Ländern sagen. Prinzipiell kann man hier überall stehen bleiben. Es gibt überall wunderschöne Plätze und wir wurden auch noch nie irgendwo weggeschickt. Einmal, wo es Privatgelände war, aber ich meine, es ist selbstverständlich, dass man nicht auf dem Gelände von anderen Menschen steht. Ja, aber ansonsten kann man super überall stehen und mit einschlägigen Apps kriegt man dazu auch noch sehr gute Informationen, wo man besonders gut stehen kann. Was aber zu beachten ist, man sollte den Platz immer besser verlassen, als man ihn vorgefunden hat. Seinen Müll immer wieder wegnehmen also mitnehmen und nicht dort hinterlassen. Und im besten Fall gerne auch mal den Müll von anderen Leuten wegräumen. Ich denke, das ist aber eine Selbstverständlichkeit und wird so im Overlanding auch gelebt. So, wir sind ein paar Meter vor der kasachisch-russischen Grenze. Bis jetzt ist hier noch nicht sehr viel los. Noch 3 Kilometer. So, wir sind jetzt über die Grenze. Das Ganze ging relativ schnell im Gegensatz zum letzten Mal. Auf der kasachischen Seite nach Russland rein war nicht viel los. Da ging es auch ganz, ganz schnell. Auf der russischen Seite mussten wir nur so einen Fragebogen, der sogar auf Deutsch übersetzt war, das war richtig nice, ausfüllen und ich hatte so ein kleines Mini-Interview mit einem Grenzbeamten, der war richtig nett und der konnte richtig gut Englisch, haben uns ein bisschen übers Reisen unterhalten und er war ganz neugierig, ob Reisen, so wie wir es machen, anstrengend wäre und wo wir noch überall hinfahren und währenddessen wurde mit dem Andi unser Auto einmal kurz durchgecheckt, ging aber ganz schnell und dann durften wir da auch schon in Russland einreisen. Und dann haben wir noch direkt an der Grenze eine Versicherung geholt und 2 SIM-Karten, die es auch bei der Versicherungsdame gab. Und da wissen wir jetzt nicht so richtig, ich glaube, da haben wir ein bisschen ins Klo gegriffen. Die Karten funktionieren nicht. Wir wissen auch gerade nicht, was wir falsch machen. Das müssen wir noch rausfinden. Aber ansonsten sind wir mit dem Grenzübertrittstag eigentlich ganz happy, oder? Ja, davor ist ja noch der Kefir ausgelaufen und aus dem Kühlschrank gelaufen. Das war unangenehm. Ach, und was mittlerweile krass ist, also normalerweise wäre das für uns das Ding, aber jetzt, also wir haben halt wieder eine Schraube im linken vorderen Reifen, der verliert Luft und das müssen wir halt auch noch irgendwann nachher flicken oder so. Aber das ist jetzt nichts mehr, was uns so aus der Fassung bringt wie früher. Ja, man wächst. Ja. Genau. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt noch Internet kriegen und wo wir heute Nacht übernachten. Aber der Grenzbeamte meinte, dass das
Altaigebirge richtig schön sei und dass wir uns das auf jeden Fall angucken sollen. Und ja, da freuen wir uns jetzt drauf. Auf diesem Bild sieht man uns mit Sergej. Dieser hat ein kleines Autogeschäft in dem ersten Ort, den wir angesteuert haben. Und wir wollten schnell unseren Reifen flicken lassen. Das hat er auch super geschickt und innerhalb von 5 Minuten gemacht. Und als wir dann bezahlen wollten, verneinte er, und es war ihm ganz wichtig zu sagen, das ist ein Geschenk für uns und wir sollen uns willkommen in Russland fühlen. Das hat uns sehr berührt und wir haben uns darüber auch sehr gefreut. Wir haben einfach nicht mit dieser Gastfreundschaft direkt gerechnet. An Russland gefallen uns wirklich sehr viele Dinge, aber eine große Sache ist auch das Tanken. Denn die Spritpreise sind recht gering, mitunter die günstigsten, die wir auf unserer ganzen Zentralasienreise bisher erlebt hatten. Diesel unter oder um die 70 Cent herum pro Liter und auch in guter Qualität. Wir sind heute in der Stadt Barnaul, kurz vorm Altaigebirge, und schauen uns die jetzt mal an. Also, wir sind hier auf einer Art Busbahnhof und fragen uns, ob das das Zentrum der Stadt ist. Ja, ich glaube so hier und ein bisschen die Straße weiter. So, dann gibt es jetzt eben Mittagessen. Es gibt Cappuccino für Cappuccino 70 Cent. waren 70 Cent pro Cappuccino, genau. Und die zwei haben zusammen auch 1,50 €, also 3 Gebäckstücke, auch so eine Pizza und 2 Gebäckstücke mit so einer Fleisch-Käse-Füllung. Man hofft immer, man erwischt Käse, aber man erwischt immer Fleisch. Einkaufen in Russland macht übrigens richtig Spaß. Darauf hatten wir uns schon wieder sehr gefreut, denn man bekommt in den Supermärkten wirklich alles und das zu relativ günstigen Preisen. So eine Sache in asiatischen Ländern sind auch Freizeitparks, von denen es wirklich in jeder Stadt einen gibt. So haben wir auch hier in Barnaul einen gefunden. Wo sind wir hier? In einem Park, aber da ist ein Konzert. Der Kontrast, seitdem wir die kasachische Grenze überschritten haben, ist schon groß. Ja. Man sieht fast keine asiatisch aussehenden Menschen mehr. Und Kasachstan war ja schon sehr offen und so was Kleidung und alles angeht, aber hier ist es schon wieder sehr europäisch. Also ich würde es von Europa nicht unterscheiden. Nö, gar nicht. Ja. Spannend. Oh, und die sind schon süß. Es hat sogar ein Horn, Andi. Es ist nur ein Einhorn. Das sind Einhornponys. Was? Ja, hier kommt Lavash, Andi. Pommes, Burger und Cola für 3,20 €. Oh. Ja. Oh, ein Vario. Ein Eiswagen Vario. Auf einem kleinen Hochplateau über der Stadt gelegen gibt es diesen Park, bei dem unter anderem die Vergangenheit der Stadt Barnaul aufgearbeitet wurde. Hier stand auch eine Kirche und man hatte einen fantastischen Blick auf den Fluss, der angrenzt, und die Stadt. Barnaul an dem Fluss Ob, kann man sich merken, für Stadt, Land, Fluss wird OB geschrieben und der ist gigantisch groß.
Hier nochmal der Name der Stadt, Barnaul. Kann man nur nicht so gut von der Seite lesen. Da ist die Brücke, über die wir gekommen sind. Und da hinten ist die Muri und die Stadt. Barnaul war früher auch für die größte Silberschmiede des Landes bekannt. Heute ist dies nur noch ein Lost Place. Eine Sache möchte ich nur kurz festhalten, das ist uns seit der kasachischen Steppe schon aufgefallen. Und zwar bei allen großen oder kleineren Städten ist uns aufgefallen, dass extrem viele Greifvögel, wie zum Beispiel kleine Steppenadler oder Falken, Habichte oder so, durch die Lüfte schweben. Und generell gibt es von diesen großen Raubvögeln hier total viele, was ich mega cool finde. Ganz kleines Ratespiel. Wo ist Jenny? Und jetzt den? Ganz in der Mitte. Ist was Besonderes passiert? Wir haben 200.200 Kilometer erreicht. Das ist für Jenny total super. Wir sind ein bisschen besorgt, weil sie immer so ein bisschen schwarz raucht. Auch beim normalen Fahren ohne Gas geben, was früher nicht war. Aber das gute Mädchen hat es geschafft. 200.000 Kilometer. Und da ist wieder einer, dieser Adler. Wir hatten gerade in Russland unsere erste Polizeikontrolle. Das ist immer sehr, sehr witzig, weil die winken uns raus. Und wir geben uns ja schon Mühe mit Russisch und so, aber wir sind einfach scheiße im Russisch. Und dann standen die beiden schon da und wir sind immer super vorbereitet, haben immer unsere Reisepässe schon direkt, unsere Versicherungsdokumente, unsere Dokumente, da ist wieder ein Adler, so viele Adler hier. Versicherungsdokumente, Dokumente fürs Auto, Driver's License und wir immer so, hier. Und der eine Polizist so, was sage ich jetzt noch? Und der andere musste sich die ganze Zeit schon das Lachen verkneifen. Die sind aber auf jeden Fall immer sau süß und meistens gut drauf und die waren auch schon wieder richtig goldig gerade. Dann kam so, dabei, los geht's, weiter geht's. Die letzte Polizeikontrolle in Kasachstan war auch einfach nur geil. Der war auch wieder so mega gut drauf. Hat einmal kurz unsere super vorbereiteten Dokumente angeguckt und dann so, okay, viel Spaß noch. Und dann immer so, good luck. Ja, also wir haben auf jeden Fall immer voll viel Glück mit den Polizeikontrollen und kriegen immer voll die netten Polizisten, die uns dann kontrollieren. Also wir rußen ja immer so schwarz und wir dachten, das könnte sein, dass zu wenig Luft in den Motor kommt. Und ja, der Filter ist tatsächlich, der Luftfilter ist wieder mal ganz schön zu. Das könnte sein, dass das der Grund ist, warum wir so rußen. Weil den Diesel, den wir gerade getankt haben, an der Gazprom-Tankstelle, das ist Euro 5 Diesel. Also daran kann es nicht liegen, der ist gut. Und wir konnten sogar unsere Visa-Karte benutzen. Nee, eben nicht. Ich habe beide Karten benutzt, keine ging. Achso, ich dachte, eine ging. Nein, keine ging. Achso, okay. Keine und eine. Ja, ups. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autopflege mit Andi. Ja, wir haben beschlossen, dass wir heute Nacht Asphalt unter den Füßen haben wollen, weil es soll morgen regnen. Es hat heute Morgen schon geregnet und es kamen wirklich sehr große Wassermassen vom Himmel runter. Und da wollen wir ehrlich gesagt nicht irgendwo in der Wildnis stehen und dann über irgendeinen Feldweg brettern, morgen früh, wo wir potenziell stecken bleiben können. Deswegen dieser wunderschöne Asphaltparkplatz für die Nacht. Okay. Doch.
Etwas später wurde der schwarze Rauch hinten noch mehr, aber seht selbst. Nachdem wir heute eigentlich das wunderschöne Altai-Gebirge auschecken wollten, haben wir doch nochmal eine andere Mission. Denn wir haben schon seit Tagen sehr schwarzen Rauch aus dem Außenhof. Was ja an sich jetzt nicht so schlimm klingt. Wir wissen auch nicht, ob es schlimm ist. Aber wir haben eben festgestellt, dass seit Almaty unser Spritverbrauch um ca. 25% gestiegen ist bei ganz normalen Strecken. Und dass die Last des Motors, wir fahren ja immer jetzt mit so einem kleinen Minicomputer seit Duschanbe, dass die Last des Motors von ca. 35 auf 70% gestiegen ist bei den Strecken, die wir sonst auch so fahren. Und jetzt sind wir schon ein paar Dinge durchgegangen, wie zum Beispiel, es ist der Luftfilter, weil es könnte sein, dass unser Sprit in einer anderen Mischung oder anders angesaugt wird und falsch verbrannt wird und dadurch der Motor rußt, oder ist es doch schon wieder der Klimakompressor, der ja schon mal in der Vergangenheit so kaputt war, dass quasi unser Keilriemen nicht mehr durchlaufen konnte. Oder ja, also wir sind am Rätseln, was es ist, und haben schon versucht, Dinge auszuschließen. Wir haben jetzt mal noch ein bisschen Adjektiv in den Diesel gegeben. Additiv. Kannst du es bitte aussprechen? Additiv. Was macht der? Reduziert Rußbildung, verbessert die Leistung der Einspritzpumpe, reinigt die Einspritzpumpe, Oktanboost, wie auch immer. Oktan? Weiß nicht. Ja, auf jeden Fall verbessert das macht das irgendwas mit dem Diesel, dass es besser für den Motor ist. Genau. Aber da wir jetzt das Gefühl haben, in Russland kennt man unser Fahrzeug noch besser als in der Mongolei, und die Werkstatt ist das hier auch recht hoch, und haben wir uns gesagt, dass wir jetzt erstmal die nächste Werkstatt anfahren und dort mal einen Profi drüber gucken lassen, bevor wir jetzt immer mit einem mulmigen Gefühl durch die Gegend fahren, und haben daher unsere Pläne für heute ein bisschen abgeändert. Genau. Wir gehen gerade noch einer Vermutung nach, und zwar das letzte Mal, als wir wieder in der Türkei, als wir Seilfett versprüht hatten, gingen danach die Probleme mit dem Keilrippenriemen auch los, und wir schauen gerade, ob der Keilrippenriemen irgendwie angesprüht wurde, obwohl wir dieses Mal extra aufgepasst haben, dass da kein Seilfett drankommt. Wie fühlt er sich an? Kann ich nicht genau sagen, ich möchte noch mal mit der Taschenlampe reinleuchten. Der Keilrippenriemen ist auf jeden Fall fettfrei und trocken. Und jetzt startet Andi gerade nochmal den Motor, und wir gucken uns das mal an, wir zwei Laien. Okay, kannst du wieder ausmachen? Der nette Herr hier in der Werkstatt hatte uns gerade gesagt, dass sie in den nächsten Tagen leider komplett ausgebucht sind. Hat uns noch einen Tipp gegeben, wo wir heute noch hingehen können, weil sonntags haben nicht alle Werkstätte auf. Meinte aber, die kann er jetzt nicht wirklich empfehlen, aber die hätten heute halt wenigstens auf. Dann hat er uns noch eine andere Werkstatt empfohlen, die empfiehlt, wenn sie auch unter der Woche auf hat. Jetzt haben wir beschlossen, erstmal die Nacht hier zu verbringen und morgen zu dieser Fettwerkstatt hinzufahren. Mal gucken, ob die Zeit für uns haben und uns weiterhelfen können. Problem? Oh, Wo ist das Problem? guck mal hier. Da geht Luft rein. Ah, okay. Das da. Oh Mann, der gute Mann hat es gefunden. Das ist, glaube ich, der Schlauch. Ich weiß es nicht, wo der herkommt. Das muss ich mal nachher nachgucken. Aber es ist irgendwas mit der Luft wahrscheinlich, ja? Oh mein Gott, noch viel schlimmer hier. Das hat er gar nicht gesehen. Das ist ein richtig fetter Riss hier. Ja. Das hat sich... Hey, woher kommt dieser Riss? Ich weiß nicht, wo es sich aufgerieben hat, aber irgendwo hier hat es sich ganz schlimm auf... Hey. Er hat gerade den Schlauch ausgebaut und dreht sich nochmal um, Übersetzer. Und dann hier so. Das da, und da steht hier... Jetzt lassen wir uns etwas einfallen.
Also, Kannst du mal auf Russisch vorspielen? Сейчас что-нибудь придумаем. Beste Werkstatt mit bestem Service, in der ich je war. Also erstmal, hier gibt's eine dicke Couch. Da hinten gibt's Cappuccino, Wasser, Latte Macchiato, alles was man will. Ein Kinderspielbereich und mein absoluter Favorite, eine Spielekonsole, einfach mal eine PlayStation 4. Und dann kann man hier noch die Autoreparatur mitverfolgen. Nice. Guck mal, du kannst hier FIFA spielen. Den hast du schon gezeigt? Ist so geil. Man kann hier einfach, hier liegt FIFA rum, FIFA 15. Wir haben gerade Geschenke bekommen, so ein Duftbäumchen und dann hier noch so zum Hände sauber machen, nachdem man im Motor oder am Auto gearbeitet hat. Mega. Mega nett. Ja. Ich feiere das so. Hier, guck hier. Baby an Bord. Der Cappuccino, der zweite ja genau. Zweimal musst du drauf trinken. Feste. Und nochmal. Sehr gut. Wir sind so happy, dass der Sergej, der Mechaniker von dem Fit Auto Service, einem sehr ausgezeichneten Werkstattkettenfilialen-Ding, unseren Schlauch gefunden hat, der aufgerissen war. Wir hätten nicht gedacht, dass wir sowas jemals auch erleben werden. Denn auf dem Pamir Highway hatte so ein Leihauto von anderen Leuten, die wir getroffen haben, auch so einen aufgerissenen Schlauch bei der Luftansaugung. Und jetzt haben wir dasselbe eben auch erlebt. Und das ist ganz übel, weil dadurch hat es hinten schwarz rausgeraucht. Unglaublich. Aber dadurch, dass nicht mehr genug Luft in den Motor kam, war zu viel Treibstoff drin. Und wenn zu viel Diesel drin ist, dann wird er nicht vollständig verbrannt und gelangt eben Richtung Katalysator, Richtung Auspuff und dann wird es schwarzer Rauch. Auf jeden Fall hat Sergej dieses große Loch in diesem einem Schlauch gefunden. Und jetzt wissen wir eben auch, wo wo der Verlust, der Powerverlust herkam, den Jenny beim Beschleunigen hatte. Ja. Ich bin aber der Meinung, das wirklich große Loch war noch nicht so lange drin. Nee, das haben wir erst seit kurzem. Aber dass vielleicht schon kleiner Haares oder so drin war seit längerem, weil wir rußen ja eigentlich schon seit nach dem Pamir Highway so. Ja. Aber halt so extrem war es erst jetzt. Ja. Und ich bin der Meinung, dass nach 200.000 Kilometern und nach 13 Lebensjahren so ein Auto halt auch mal einen undichten Schlauch haben darf, oder? Ja. Und was für ein schöner Park hier. Yes. Hier werden wir dann heute Nacht übernachten. Ja, und der Clou an der ganzen Sache, wir durften nicht mal was bezahlen für die Reparatur. Na, wir haben dann 20 € da gelassen und dem Sergej so unter der Hand so und er hat sich sehr gefreut. Und dann haben wir noch ein paar Additive gekauft, auch für 20 €, war auch sehr schön, dass wir denen ein bisschen was zurückgeben konnten. Ja, also es war super. Es war ein super Werkstattbesuch wieder. Und hier sieht man noch den kleinen Ort, in dem wir genächtigt haben. Auch der hatte seinen Charme. Die ganzen Gebäude, zwischen denen wir standen, waren aus dem frühen 19. Jahrhundert. Und es war auch eine sehr schnieke kleine Kirche um die Ecke. Woher weißt du, dass das frühe 19. Jahrhundert war? Weil es an allen Gebäuden dran stand. Was ist unser Ziel heute? Die restlichen 3 Schlösser hinhängen, die noch hinpassen. Ich glaube, hier geht noch eins. Ja, und was ist unser Ziel heute? Achso, wir gehen Geld umtauschen, damit wir bezahlen können und dann kaufen wir ein großes Fass mit gutem deutschen Motoröl. Hier in Russland denken wir, dass wir das noch in guter Qualität bekommen. In der Mongolei und eher nicht. Und dann? Dann fahren wir ins Altajgebirge. Was wir schon seit 3 Tagen versuchen. Also, wir haben gerade eben nochmal super problemlos bei einer Bank Euro in Rubel umgetauscht für einen super guten Kurs und gehen jetzt noch neues Öl besorgen für Jenny.
waren noch mal kurz in einem Laden drin, um zu gucken, ob wir unser Ersatzteil kriegen oder auch ein Ersatzteil für Madeleine und Lukas. Hat leider nicht funktioniert, aber die Jungs da haben alles gegeben, haben noch 5 andere Läden angerufen für uns. War leider nicht drin, aber war auch wieder super lieb, wie viel Mühe die sich hier einfach geben, um Kundenwünsche zu erfüllen. Und ja, jetzt gehen wir noch das Öl einkaufen und dann geht's weiter. Also unsere Autopanne war ja Sonntagabend und dann war ich eben vor dem Ansteuern des Schlafplatzes noch in dem Ölgeschäft und habe mir schon das Öl ausgesucht, was ich haben möchte. Es gab gutes deutsches Rolföl. Qualität ohne Kompromisse ist der Werbespruch. Habe ich in Deutschland noch nie gesehen, aber im Ausland ist das eine ganz große Nummer und es hat auch die entsprechenden ASEA-Klassen und Standards, die wir haben wollten. Und ein Mitarbeiter hat mich dann zu einem Bankomat gefahren, der natürlich auch nicht funktioniert hat am Sonntag, beziehungsweise, nee, meine Visakarte funktionierte nicht. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann eben über eine normale Bank am Schalter Geld umtauschen können. Und er wollte aber dann unbedingt noch eine Euro-Münze von mir haben als Andenken oder so und hat sich sehr gefreut über den Euro, den ich ihm geben konnte als Münze. Letztlich will ich noch sagen, dass wir uns über die Gastfreundschaft der Russen so sehr gefreut haben und uns auch bei diesem Aufenthalt in Russland wieder sehr wohl fühlen. Aber bevor wir euch jetzt komplett einen Knopf an die Backe labern, machen wir hier mal Schluss, sagen ciao, tschüss, auf Wiedersehen, das Wiedersehen, Baka Baka.